Namaste. Indien ist mit Sicherheit eines der faszinierendsten, aber auch weirdesten und interessantesten Ländern, in denen ich je war. Ich habe insgesamt 6 Monate in diesem Land verbracht und möchte mit dir die witzigsten, aber auch seltsamsten Facts über Indien teilen. Vor allem am Anfang ist es mir schwer gefallen, mich in Indien zurechtzufinden. Nicht nur wegen des Kulturschocks, sondern weil viele Dinge halt einfach ganz anders laufen als bei uns daheim. Deswegen will ich dir hier ein bisschen Aufklärung bieten. Mein wohl liebstes Merkmal bei Indern ist das wunderbare Kopfwackeln. Das kann in Indien wirklich alles bedeuten. Es ist so das Äquivalent von Acha. Acha ist Hindi und bedeutet auf Deutsch sowas wie gut oder auch ich verstehe. Tatsächlich sagen die Inder mit dem Kopfwackeln aber auch oft Danke, weil das Wort Danke wird im Hindi nicht so oft verwendet. Aber es kann auch ein Zeichen von Unentschlossenheit sein. Also eigentlich kann es alles heißen. Mit der Zeit lernst du hoffentlich die verschiedenen Nuancen von dem Kopfwackeln zu deuten und fängst auch an, es selber zu benutzen. Inder haben generell eine lustige Art, sich auszudrücken. Es gibt offiziell 447 Sprachen in Indien. Hindi ist die Sprache, die am weitesten verbreitet ist. Aber es spricht bei weitem nicht jeder. Also es gibt keine Sprache, die wirklich alle Inder sprechen. Das finde ich total verrückt. Englisch ist neben Hindi sehr dominant und besonders junge Leute wechseln oft zwischen Englisch und Hindi, manchmal auch in einem Satz. Das liegt daran, dass Indien ja leider bis 1947 unter britischer Besetzung war. Man kann schon fast sagen, dass indisches Englisch ein eigenes Ding ist, also wie so ein eigener Dialekt mit seinen eigenen Wörtern und Ausdrücken. Das Ganze wird auch liebevoll Hinglish genannt. Mein liebster Ausdruck ist, wenn du einen Inder fragst, wo er herkommt. Denn dann wird er zu 99%iger Wahrscheinlichkeit antworten, I'm from India only. Das habe ich lange nicht verstanden, also warum da dieses Only drin ist. Ich habe dazu meinen indischen Freund Samar gefragt und er hat mir das mal erklärt. You know, people generally tend to translate the Hindi sentence into English and then just say it. So in Hindi it would be like, मैं इंडिया से ही हूँ. Rather than saying that I'm from India itself, they just say I'm from India only. Even I do that a lot of times. Würde dich ein Video zu den nützlichsten Wörtern auf Hindi interessieren, dann schreib es mir gerne mal in die Kommentare. Mein Hindi ist nämlich gar nicht mal so schlecht. Hast du gemerkt, wie laut es bei Samar im Hintergrund war? Das ist auf jeden Fall auch eins der krassesten Merkmale, die dir sofort auffallen werden, wenn du in Indien bist. Es ist unfassbar laut. Es gibt wahrscheinlich keine Millisekunde in Indien, in der nicht gehupt wird. Hupen ist alles. Der Straßenverkehr ist ja sowieso komplett wirr und es gibt nicht wirklich Regeln. Deswegen wird alles mit Hupen geregelt. Ich bin ja selbst Motorrad gefahren in Indien und habe natürlich, wie jeder andere auch, immer gehupt, wenn ich überholen wollte. Obwohl ich sagen muss, irgendwann ist man auch ein bisschen verwirrt, weil es ja einfach die ganze Zeit nur hupt. In Indien gibt es übrigens Linksverkehr und das beliebteste Fortbewegungsmittel ist die Royal Enfield. Das ist ein ganz wunderbares Motorrad, das ich selber in Indien gefahren bin und ich habe es einfach nur geliebt. Und in Indien laufen oder liegen wirklich überall Kühe auf der Straße rum. Deswegen muss man da richtig aufpassen, dass man die nicht umfährt. Denn die sind in Indien ja sowieso heilig. Inder lieben übrigens Selfies. Selfies, Selfies, Selfies. Sie lieben es einfach. Teilweise sitzt du mit Leuten in der Gruppe zusammen und plötzlich fängt einer einfach an und macht ein Selfie von sich. Also nicht von der Gruppe, sondern einfach nur von sich. Es ist wie so ein Volkssport. Der Volkssport ist natürlich Cricket. Das ist super wichtig. Das Einzige, was Inder noch mehr lieben als Selfies zu machen, ist Selfies mit Touristen zu machen. Kein Scheiß. Egal wo ich war. Ich wurde immer nach spätestens 5 Minuten gefragt, ob ich ein Selfie mit einer Person machen will. Madam? Excuse me, madam? Selfie, please. Das war teilweise richtig nervig und aufdringlich. Am Anfang habe ich noch ein paar Mal Ja gesagt, aber nach ein paar Wochen wurde es mir dann echt zu doof. Einmal war ich alleine mit dem Motorrad in Kaschmir unterwegs. Also ich bin auf einer relativ gefährlichen Bergstraße gefahren und plötzlich hat mich ein Auto überholt, mich total bedrängt und die ganze Familie hat plötzlich so gewunken, dass ich unbedingt anhalten soll. Ja, und dann habe ich angehalten und es kam nur mit dem Selfie, please. Ich dachte echt, ich spinne. Hättest du Bock, dauernd mit fremden Menschen Selfies zu machen? Oder würdest du auch irgendwann Nein sagen? Lass es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Eine weitere Sache, die mir in meiner Anfangszeit in Indien oft aufgefallen ist, dass es echt viele Hotels in Indien gibt. Also es steht zumindest überall draußen dran. Das hat mich echt verwirrt, weil viele Orte gar nicht aussahen wie ein Hotel, sondern eher wie so ein kleiner Straßenstand eigentlich. Irgendwann habe ich dann gecheckt, dass damit kein Hotel, sondern ein Restaurant gemeint ist. Das heißt einfach so. Die Inder nennen ein Restaurant Hotel. Also wenn du was zu essen suchst, dann geh ins Hotel. Was mir leider auch aufgefallen ist in Indien, ist der ganze Müll. Denn Müll ist wirklich überall. Es ist grauenhaft und so schade. Indien ist so ein schönes Land, aber es ist leider komplett vermüllt. Die Leute schmeißen den Müll oft einfach auf die Straße. Es ist wirklich traurig. Einmal im Zug saß mir ein Mann gegenüber, der offensichtlich gerade seine Tasche aussortiert hat, weil er immer wieder Papier rausgeholt hat aus seiner Tasche und hat es kurz inspiziert und dann aus dem Fenster geworfen. Da gibt es leider kein kollektives Bewusstsein und es scheint die meisten auch nicht zu stören. Und man kann jetzt auch nicht sagen, dass es unbedingt nur ein Problem der armen, ungebildeten Schicht wäre. Auch in Regionen, wo viele indische TouristInnen waren, habe ich beobachtet, dass die Leute einfach ihren Müll auf den Boden schmeißen. Ich kann sowas ja gar nicht mit ansehen. Deswegen habe ich mir irgendwann eine Taktik überlegt, wie ich damit umgehen kann, ohne die andere Person gleich total zu schämen. Wenn ich also künftig jemanden gesehen habe, wie er seinen Müll runterschmeißt, habe ich die Person einfach angesprochen mit den Worten, Entschuldigung, ich glaube, dir ist da gerade was runtergefallen. Das hat bisher immer geklappt und die Person hat dann ihren Müll aufgehoben. Ja, und jetzt kommt meine allerliebste Beobachtung in Indien, wo ich am Anfang wirklich meinen Augen nicht trauen konnte. Indische Männer halten Händchen.
Wie krass ist es? Also bitte nicht falsch verstehen, ich finde das mega gut. Denn in unserer Gesellschaft würde sich das doch fast kein Cis-Het-Mann trauen. Also kurze Begriffserklärung. Cis steht für Cisgender und bedeutet, dass dein biologisches Geschlecht mit deiner Geschlechtsidentität übereinstimmt. Also wenn du biologisch als Mann geboren bist und dich auch so fühlst, dann bist du ein Cis-Mann. Und wenn du dann auch noch hetero bist, dann bist du ein Cis-Het-Mann. Und welcher Cis-Het-Mann hält bitte in der Öffentlichkeit mit einem anderen Cis-Het-Mann Händchen? Das habe ich jedenfalls noch nie gesehen. Die Angst, für schwul gehalten zu werden, ist da doch viel zu groß. Dass das natürlich höchst problematisch ist und nur ein weiterer Auswuchs von toxischer Maskulinität, muss ich glaube ich nicht erwähnen, oder? Und auch total schade, weil körperlicher Austausch untereinander doch total schön ist. Und das wissen halt offensichtlich auch die Inder. Und das nicht zu tun, nur weil man nicht als homosexuell gelten will, ist doch ganz schön traurig, oder? Deswegen war ich umso begeisterter, aber auch erstaunt, sowas in einer Gesellschaft zu sehen, die nicht gerade dafür bekannt ist, super woke und feministisch zu sein. Aber da ist dieser Teil von Homophobie offensichtlich noch nicht angekommen, was ich super, super schön finde. Bitte teilt dieses Video mit euren männlichen Freunden oder Partnern, damit diese toxische Maskulinität endlich mal ein Ende nimmt. Ich wünsche mir nämlich für alle Menschen, dass sie sich dabei wohlfühlen können, öffentlich ihre Zuneigung einer anderen Person gegenüber ausdrücken zu können. Und zwar unabhängig von Geschlecht oder sexueller Orientierung. Indien ist ein super komplexes Land mit vielen spannenden kulturellen Hintergründen. Wenn du jetzt Bock bekommen hast, mal nach Indien zu reisen, dann kann ich dir mein Video empfehlen, in dem ich dir die sichersten Orte in Indien vorstelle. Übrigens habe ich in diesem Video bewusst auf Gendern verzichtet. Nicht falsch verstehen, ich bin ein großer Fan vom Gendern. Oder eine Fanin. Aber das Wort InderInnen ist so komisch auszusprechen, dass ich keinen Bock hatte, das im ganzen Video durchzuziehen. Das hat mich total verrückt gemacht. InderInnen, InderInnen, InderInnen. Danke dir fürs Zuschauen und bis dahin.